Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Na, wo sind Sie, die Zwergwolf-Fans? Mit Begeisterung präsentiere ich Ihnen heute die Shiba Inu-Hündin Lili. Ja, haben Sie gewusst, dass der Shiba Inu zu den ältesten Hunderassen der Welt gehört? Die haben in Japan bei Ausgrabungen Hundeknochen hervorgezaubert, die dem ursprünglichen Typ des Shiba Inus zuzuordnen waren und ein Alter von etwa 8000 Jahre vorgewiesen haben. Ist so. Diese Hunde wurden stets als Wachhunde oder Jagdhunde verwendet, speziell auf Kleinwild, Vögel, Kaninchen etc. Nach den beiden Weltkriegen waren diese ursprünglichen Typen des Shibas schon fast ausgestorben, doch die haben da einen Rüden gefunden in den Bergregionen Japans, mit dem sie ein neues Zuchtprojekt starteten, und das Ganze startete im vorigen Jahrhundert in den 30er Jahren. Heute gibt es etwa 600.000 Shibas weltweit, man glaubt es kaum. Und alle diese Shibas sollen auf diesen einen Rüden zurückgehen. Ist irre, ne? Ist aber so. Franziska, die Besitzerin von Lili, lebt mit ihr zusammen in Wien. Nachdem ihr Malteser verstorben war, entschloss sich Franziska 9 Monate später dazu, wieder eine langfristige Partnerschaft mit einem vierbeinigen Freund einzugehen. Doch sie war sich noch nicht sicher, welche Rasse es werden sollte. Hat sich da eingelesen, hat begonnen zu recherchieren, bis ihr die Rasse Shiba Inu im Gesicht explodiert ist. Sie machte da einen Züchter im österreichischen Weinviertel ausfindig, der zu diesem Zeitpunkt ein 6 Monate altes Shiba-Mädchen angeboten hat. Sie packte sich zusammen, fuhr dorthin, kam an, stieg aus, sah den Hund und war verliebt. Denn, ganz rasseuntypisch, schoss Lili voller Freude auf Franziska zu. Und ich sage Ihnen was, selbst 6 Monate alte Shibas können schon extrem misstrauisch Fremden gegenüber sein. Das ist übrigens eine Eigenschaft, die später dann bei erwachsenen Shibas sehr stark ausgeprägt sein kann. Doch bei Lili war das anders. Die sah Franziska, lief freudig zu ihr hin und suchte sich sie als neue Besitzerin aus. Ja, das war dann der Anfang einer langen, herzlichen, liebevollen Freundschaft. Bis heute, denn heute ist Lili fast 14 Jahre alt. Sie hat 38 cm Schulterhöhe und wirft 8,3 Kilo auf die Waage. Sie ist also ein Gigant unter Chihuahuas. Sie ist äußerst hübsch und besitzt eine Shiba-typisch harmonische Anatomie. Lili ist sehr gerne unterwegs und als sie noch jünger war, liebte sie stundenlange Wanderungen. Sie ging auch gerne schwimmen und das ist gar nicht rassetypisch, denn viele Shibas meiden das Wasser. Außerdem genießt sie Autofahrten und war mit Franziska schon in der Schweiz, in Kroatien, in Dresden, in Deutschland und in ganz Österreich unterwegs. Doch jetzt muss sie sich schon etwas zurückhalten. Das ist verständlich, ist ja doch schon ein älteres Mädchen. Dennoch kommt sie immer noch 3 bis 4 Mal täglich raus zum Spaziergehen, obwohl sie das Glück hat, über einen Garten wachen zu dürfen. Aber ihr Herz und ihre Gelenke benötigen schon etwas medikamentöse Hilfe. Aber generell ist sie noch fit wie ein Turnschuh und putzt ihre 2 Mahlzeiten am Tag brav weg. Lili zeigt sowohl rassetypische Eigenschaften wie auch weniger rassetypische Eigenschaften. Sie ist zum Beispiel ganz rassetypisch eine exzellente Wächterin, die es liebt, vor dem Wintergarten zu liegen und jedes noch so kleine Geräusch anzuzeigen. Das tut sie aber nicht mit Bellen, sondern hauptsächlich durch Körperhaltung. Sie ist Fremden gegenüber extrem reserviert und misstrauisch, braucht lange Zeit, bis sie ihr Vertrauen aufbaut. Das ist ganz rassetypisch. Das hat sie gemein mit ihren größeren Verwandten, dem Shikoku, den Japan Akita und den über den Atlantik entstandenen American Akita.
Sie mag auch keine zu wilden, zu stürmisch hereinkommenden fremden Hunde. Hier kann sie ziemlich kantig reagieren und dominante Haltung einnehmen. Und was auch sehr rassetypisch für Lilly ist folgendes. Denn wenn sie einen Hundekumpel hat, mit dem sie sich draußen sehr gut versteht, ja, dann ändert sich ihr Verhalten genau ins Gegenteil, wenn dieser Hundekumpel sie zu Hause besuchen kommt. Shibas sind dafür bekannt, extremes Territorialverhalten, Revierverhalten zu entwickeln. Man sagt ihnen auch nach, ähnlich wie dem Tosa, dass sie mit anderen Tieren im selben Haushalt nur schlecht zurechtkommen. Ich weiß, das ist individuell. Und mir hat erst vor nicht allzu langer Zeit ein Zuseher Bildmaterial und eine Geschichte geschrieben von einer Tosa-Hündin, die mit einem Kater ein Herz und eine Seele waren. Individuelle Geschichte, aber man sagt es dem Shiba nach. Bei Lilly ist das so. Wenn die Besuch bekommt von einem Hund, mit dem sie sich draußen fantastisch versteht, dann verfolgt die ihn zu Hause, in ihrem Haus, in ihrem Garten auf Schritt und Tritt, knurrt und dominiert diesen. Rassetypisch, würde ich behaupten. Und was ganz rassetypisch bei ihr ist ihr sehr stark ausgeprägter Jagdtrieb, den sie heute mit knapp 14 Jahren selbstverständlich nicht mehr in der Art und Weise zeigt, wie in noch jüngeren Jahren. Aber sie war eine fantastische und beherzte Jägerin, auch das ist. Shiba typisch, das sind pure Jäger. Doch Shiba untypisch schwimmt sie gerne. Und man weiß, man hört, man liest, dass Shibas oftmals das Wasser meiden. Ebenfalls so die größeren Verwandten, wie Shikoku und Japan Akita. Auch das sind nicht die leidenschaftlichsten Schwimmer, möchte ich behaupten. Was bei ihr wunderschön ist, aber auch rasseuntypisch, ist, dass sie sehr braven Freilauf innehat. Also wenn Franziska Lilly auslässt, dann bleibt sie immer bei ihr. Sie kommt, also sie ist abrufbar, sie ist sehr folgsam. Und ganz im Gegenteil zu dem, was man der Rasse eigentlich nachsagt. Keine Hündin, die gerne selbstständig auf Erkundungstouren geht. Viele dieser spitzartigen japanischen Rassen tun das. Hauen gerne ab, weiß man. Lilly ist sehr brav. Also alles in allem ein absolut tolles Mädchen. Ja. Franziska liebt sie extrem und genauso soll es auch sein, Franziska. Sie hat mir auch gesagt, dass sie ihre Tussi, so nennt sie, mit aller Kraft und Macht bis zum letzten Atemzug begleiten wird. Doch da hast du noch ein bisschen Zeit, Franziska. Wir wissen ja alle, dass Shibas sehr alt werden können. Ja, mein Gesamtfazit zu Lilly. Sie ist ein typischer Shiba Inu. Also optisch möchte ich sagen, gefällt mir bei Shibas extrem gut, dass sie keine Extreme haben. Wie zum Beispiel zu kurze Schnauzen, Bulldog, zu lange Ohren, Basset, zu kurze Läufe, Dackel. Shiba Inus haben ein sehr harmonisches Gebäude, welches sehr an ihren Urahn, dem Wolf, erinnert, ja, halt in Miniaturausgabe. Aber das gefällt mir bei Shibas gut. Sie sind ausgestattet mit einer großen Robustheit. Gesundheit, das sind sehr robuste Hunde. Charakterlich gefällt mir bei den Shibas, dass sie allesamt exzellente Wächter sind. Dass ein Shiba Inu kein effektiver Schutzhund ist einmal ganz klar. Dazu bringt er viel zu wenig Substanz mit. Doch, es sind exzellente Wachhunde. Es sind tolle Familienhunde, die etwas Abstand halten zu Fremden. Alle diese Eigenschaften weist Lilly vor. Das sind Dinge, die mir persönlich sehr gut gefallen. Ja. Obwohl der Shiba eigentlich nicht in mein Beuteschema gehört, muss ich betonen, dass ich ja ein großer Fan zum Beispiel von American Akita bin. Mir auch der Japan Akita oder der Shikoku sehr gut gefallen. Und hätte ich die Möglichkeit nicht, mir einen Hund mit derartiger Substanz zuzulegen, wäre der Shiba für mich eine Alternative. Kann ich mir gut vorstellen. Kann mir gut vorstellen, dass Shiba-Fans auch begeistert sind von den größeren Verwandten, aber wie gesagt auch American Akita-Fans begeistert sind von Shiba Inus. Ja. Also, Gesamtfazit, eine wunderschöne Hündin mit tollem Charakter. Und liebe Franziska, erstmal schöne Grüße. Wir haben soeben gerade am Telefon miteinander gesprochen. Franziska ist eine ehemalige Arbeitskollegin von mir. Bin mir sicher, du hast mit Lilly noch viele, viele schöne Jahre vor dir. Kannst sehr stolz auf sie sein und auch auf dich. Denn ich weiß, du hast sie sehr gut erzogen. Ja. Liebe Zuseher, ich möchte auch Sie herzlich dazu einladen, mir Informationen Ihres Hundes zu schicken. Das können Sie gerne tun auf meiner privaten E-Mail-Adresse. Die finden Sie am Ende der Kanalinfo. Wenn Sie möchten, schicken Sie mir Bilder, schicken Sie mir aussagekräftige Info. Ich präsentiere gerne auch Ihren Hund. Rasse völlig egal, kann ein Mix sein, reinrassig, kastriert, nicht kastriert, Hündin, Röde, völlig wurscht. Wenn Sie wollen, schlagen Sie zu.
Hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.